Na, wo ist er denn da unterwegs? Natürlich auf Frosch. Einfach mal auf den Frosch angeln. Noch ballert hier natürlich nichts rein, aber ich denke jetzt gleich in den Morgenstunden wird hier schon so einiges gehen. Der Dragon Styler hatte mich vorhin angeschrieben und meinte, Allen, sag mal, suchst du nicht noch den Frosch? Oha. Und ja, na klar, ich suche noch den Frosch als Trophy hier an der alten Festung für das Fangbuch. Und das hier könnte schon einer sein. Und ich bin schon fast leer gezogen worden. Es war ein Raketenfrosch. Alter, ich muss übelst aufpassen. Guck dir das an. Guck dir das an. Das war mal eben in wenigen Sekunden nicht aufgepasst und komplett leer gespult. Ist das crazy? Das ist ein Frosch. Das war schon Raketenfrosch. Ja, Raketenfrosch. Was ist ein Raketenfrosch? Naja, ein Frosch, der raketenmäßig hier durchzischt. Unnormal. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann mal gefixt wird oder sowas. Es sind einfach Frösche, die so schnell sind und meistens in diesen Gewichtslagen. Also zwischen 30 und 40 Gramm so. Das sind die Raketenfrösche. Ganz, ganz, ganz verrückt, das Ding. Aber es passiert halt immer wieder. Und man weiß das. Und im Idealfall hat man dann dementsprechend auch schon sein Setup so ausgelegt, dass es nicht kaputt geht, sagen wir es mal so. Denn die können mit ihrer Power, wenn die hier abziehen, so richtig schnell, können die durchaus mal dein Setup kaputt machen. Ganz gefährlich. Der erste Frosch, das ist aber schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, wie gerade schon gesagt, also hier an der Stelle hatte ich hier eine Info vom Dragon Styler bekommen. Er hatte hier auch schön rausgezogen, auch eine Frosch-Trophy gefangen. Tatsache, über 200 Gramm, sehr schönes Ding. Und ja, hier längere Zeit gestanden und sich die Taschen voll gemacht. Frosch ist natürlich immer schön, nice to have, nimmt man gerne mit, weil er ja auch haltbar ist. Also wenn du den dann als Köder umwandelst und den dann damit dann als Köderfisch oder als Köderfisch, als Ködertier dann verangeln willst, das ist natürlich immer schön, denn er ist einfach haltbar, er vergammelt nicht, super praktisch. Und da, der nächste. Und, Alter. Und auch so ein Raketending, oder? Ja, 31 Gramm. Und ja, das Schöne ist einfach, wie gesagt, mit den Fröschen, man kann sie eben ja, auf lange Zeit dann immer mal wieder verwenden. Und fürs Hechtangeln natürlich nehmen. Wobei beim Hechtangeln sind die Hechte meist zu klein. Das lohnt sich gar nicht so wirklich. Wenn man mal so ein bisschen auf Masse gehen will beim Hecht, ja, kann man das machen. Aber so richtig für große Brocken ist das eher selten. Für Wels, also fürs Hechtangeln, für Wels, ja, kann das schon mal ganz gut funktionieren. Oder für Quappe oder sowas. Also das kann man schon mal machen. Oder auch für einen Aal. Da kann man natürlich schon mal den Frosch gerne verwenden und dann mit dem Frosch, wie gesagt, als Köder, ja, schon mal hier die dicken, fetten Aale rausziehen. Das ist durchaus machbar. Wenn du noch am Skillen bist, kann man natürlich ganz gut hier schön abends nochmal als letzte Tat des Tages Froschangeln machen und dann am nächsten Tag kommst vielleicht von der Arbeit zurück, denkst dir, boah, geil, Alter, jetzt erstmal schön Happy Hour machen, dann in der Happy Hour die ganzen Frösche verarbeiten, damit du nochmal besser, schneller Skillpunkte bekommst in der Köderbearbeitung, Köderbeschaffung. Also auch eine Möglichkeit hier, einmal die Tasche voll machen mit Fröschen und wenn es dann soweit ist oder wenn du dann vielleicht gerade die Happy Hour startest, dann schön alles verarbeiten zu Köderfröschen. Der Tino Becker zieht hier erstmal eine sibirische Plötzen-Trophy. Da werde ich aber hellhörig. Die will ich auch noch haben. Die sibirische Plötze. Sehr schön. Ja, läuft wieder hier mit den Trophys. Ja, und jetzt bin ich natürlich gespannt. Ballert mir hier die Frosch-Trophy rein. Trophy hier an der alten Festung. Oben rechts in der Ecke fehlt noch. Danach noch der schwarze Amur. Dann wäre hier die komplette alte Festung auch abgehakt. Wir gucken gleich mal rein in ein Setup. Ich bin natürlich jetzt hier die ganze Zeit am Hadern, gerade in den Morgenstunden,
weil er hier die ganze Zeit was reinballern kann. Ob ich jetzt hier die außer Augen lassen kann oder nicht. So, ich ziehe die nochmal ein bisschen zurück. Hier kommt der Wind gerade relativ stark aus Osten. Dementsprechend treiben die Posen gerade rüber. Man muss hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu nah an das Holz kommt und genauso auch nicht zu nah an die Seerosen da hinten. Beim Auswerfen gucken, dass ihr genauso in diese Area hier kommt, damit ihr euch hier nicht vertüttelt und vergriesgnaddelt. Das wäre natürlich sehr schlecht, wenn man hier einen Hänger hat und den dann auch nicht loskriegt. Katastrophe. Ja, vom Setup her im Idealfall hat man natürlich irgendwann auch die Doppelköder freigespielt. Doppelköder bringt natürlich nochmal eine deutlich bessere Lockchance. Ansonsten einfach nur mit Fliege und ganz oben. Also man nimmt zum Beispiel die Laufposenmontage oder man nimmt die Feststellmontage und stellt dann ohne Vorfach, bin ich jetzt hier unterwegs. Man stellt dann einfach alles ganz flach nach oben ein. Wir gucken jetzt gerade mal eben hier rein. Ich habe jetzt hier gerade die dünnste Schnur im Einsatz. 0,04 mm. 2,8 Kilo trägt die allerdings. 2,8 Kilo ist absolut ausreichend. Und damit kommt man wirklich ganz gut klar. Und ich habe es hier ein bisschen übertrieben mit dem 16er Haken. Also 16er Haken ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig groß. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding jetzt war. Aber es war, glaube ich, kein Frosch dran. So. Ich dachte schon gerade, nächster Raketenfrosch. Ich rechne schon damit, dass ich gleich leer gespult werde, ne? Also, 16er Haken ist richtig, richtig groß. Wenn das zu wenig Frequenz ist für euch, wenn ihr mehr so auf Masse gehen wollt und wirklich die Taschen voll machen wollt mit dem Frosch als Köder, 18er Haken ist, glaube ich, eine ganz gute Größe. Und dann einfach die Fliege drauf und dann gib ihm schön hier auf Masse und ab dafür. Eine andere Möglichkeit und auch eine Möglichkeit, wo man eben auch an anderen Gewässern den Frosch ganz gut fängt oder auch mal die Laube ganz gut fängt, ist hier die Kombi, also mit Bremse und mit Fliege. Auch das durchaus eine Möglichkeit. Auch hier jetzt, wie gesagt, komplett auf 16er Haken. 16er Haken ist übertrieben. Wie gerade schon gesagt, also die Frequenz geht deutlich runter. Würde ich jetzt nicht machen. Wie gesagt, wenn du auf Masse gehst und hier richtig viel fangen willst, dann eher klein reingehen. Man kann ja auch die kleineren Frösche eben weiter verarbeiten zu Ködern. Das müssen ja jetzt keine ganz großen sein. Aber ich will ja gezielt die Trophy haben. Daher übertrieben. Und ja, deswegen teste ich das jetzt hier mit dem 16er Haken. Und dann mal gucken, wie viele denn hier reingehen und ob hier auch nochmal richtig große reingehen. Jetzt haben wir gerade 6 Uhr. Das heißt, jetzt ist auf jeden Fall Tag. Die Morgenstunden, die fangen ja an, ab 4 Uhr morgens geht es ja eigentlich los, ist die Nacht vorbei. Aber so ab 6 Uhr sind nochmal einige Fische oder einige Tiere mehr aktiv. Und das ist meist nochmal so eine ganz wichtige Uhrzeit. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass hier nochmal ein schöner, dicker Brocken reingeht. Und da zuppelt's und zack, da schießt er weg. Aber ich habe ihn noch gehakt, sehr schön. Und komm ran hier. 45er, ja, das war jetzt normales Zuppeln. Oh, das war, noch einer. Ich musste gerade mich ein bisschen umstellen oder ich musste ein bisschen umwerfen, denn der Wind hat jetzt wieder ein bisschen gedreht. Das heißt, ich werfe jetzt ein bisschen weiter in Richtung vom Wind und dadurch bin ich jetzt noch mal ein bisschen näher an den Seerosen dran, was gar nicht so verkehrt ist. Also noch mal lieber näher an die Seerosen. So, jetzt sehe ich sie alle drei wieder. Perfekt. Damit man eben schön nah bei den Seerosen... Da, zack. Ist immer ein guter Punkt für Frösche. Also, 114er. Das ist doch mal ein schöner, feister Frosch. Sehr schön, Alter. Komm ran hier. Und ich glaube, da ist auch schon wieder was dran. Ja. Oha. Oh nee, den wollen wir nicht hier. Den wollen wir nicht, den kleinen Aaland. So, schnell wieder raus. Ne, ich werfe noch mal ein bisschen weiter. Also ein bisschen näher an den Seerosen macht Sinn und geht noch mal ein bisschen besser. Das ist gut. So, jetzt haben wir sie hier alle schön dicht wieder beieinander. Ja, macht einfach Bock. Also, ab hier zur alten Festung. Gönnt euch ein paar Frösche. Einfach nur für den Spaß. Kann man einfach mal machen für zwischendurch. Und man kann natürlich...
man kann natürlich schnell noch auch die Trophy abhaken im Idealfall. Ja, komm ran hier. Wieder 110, jawohl. Ja, die großen, die wollen wir haben. Die großen Brocken, die wollen wir haben. Deswegen eben den großen 16er Haken. Und da geht's wieder auf der 2. Und der nächste. Jawohl. Crazy, Alter. Crazy. Macht Bock. Ich muss mich jetzt hier noch ein bisschen konzentrieren. Ihr zieht jetzt hier schön die Trophys raus. Und ich fange die hoffentlich auch irgendwann mal. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.